Auch in der Glitzer- und Glamour-Welt werden krumme Dinger gedreht. Und deswegen stellen wir euch heute Prominente vor, die den roten Teppich gegen den Gefängnisflur austauschen mussten. Und damit herzlich willkommen bei Schuld und Sühne, unserem True Crime Kanal. Mein Name ist Paulina Kraser. Und ich bin Laura Wohlers. Du bist ja fast so ein großer Harry Potter-Fan wie ich, ne? Eher Team Herr der Ringe, aber ja. Du kennst dich aus. Welchen Charakter magst du nicht so gerne? Also ich muss tatsächlich sagen, mir geht ein bisschen tatsächlich auch beim Lesen früher Hagrid auf den Geist. Warum? Weil ich den ein bisschen nervig finde. Ich mag eigentlich jede Figur, sogar Malfoy. Auch Dudley. Okay, Dudley auch nicht. Wen ich aber wirklich nervig finde, sind Malfoys Freunde, also Crabbe und Goyle. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, die sind ja so, die spielen ja schon so richtig fiese Typen, die dann auch andere einfach nur zum Spaß quälen. Und offenbar hat das auch so ein bisschen abgefärbt, zumindest auf einen der beiden. Denn der Brite Jamie Waylett, das ist der den Vincent Crabbe spielt, der sorgt auch im echten Leben für Chaos und Gewalt. Und zwar im Sommer 2011. Da gibt es in mehreren britischen Großstädten Chaos und Randale. Jugendliche, die aus sozial vernachlässigten Stadtteilen kommen, die machen ihrer Frustration Luft, und zwar mit Gewalt. Da werden Läden geplündert und Autos in Brand gesetzt und es kommt zu richtigen Straßenschlachten. Am Ende werden mehr als 3000 Menschen in ganz England festgenommen und darunter eben auch Jamie Waylett. War da Harry Potter schon abgedreht? Nee. Überwachungskameras eines Supermarktes zeigen Jamie, wie er in der Nacht vom 8. August 2011 Waren stiehlt und einen Molotow-Cocktail in der Hand hat. Was will man von Slytherins auch erwarten? Das würde Gryffindors nicht passieren. Oder Hufflepuffs. Bitte hier nicht veröffentlichen, mein Haus. Vor Gericht gibt er auch zu, dass er einen Champagner geklaut hat. Den Molotow-Cocktail wollte er aber nie werfen. Und das Gericht glaubt ihm. Cocktails sind zum Trinken da? Ja. Das weiß man halt. Er wird trotzdem zu 2 Jahren Haft verurteilt. Und danach gibt seine Anwältin eine Art Erklärung ab. Und zwar sagt sie, dass wohl die Rolle in Harry Potter ihm nicht so gut getan hätte. Ach so, ja, also das eine ist das Schauspielleben, was deiner Persönlichkeit dann vielleicht nicht so gut tut und so viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber die Rolle, also dass sein Harry Potter-Charakter dann auf ihn abgefärbt ist oder was? Ja, aber sie meinte schon die Berühmtheit jetzt. Okay. Aber findest du, das kann man dann so sagen, dass die Berühmtheit ihn zu solchen Aktionen getrieben hat? Nee, weil jeder Person passiert mal irgendwie was. Und ich muss sagen, er tut mir auch nicht so wahnsinnig leid, dass er jetzt so berühmt ist. Ja, und man kann sich ja auch mal die ganzen anderen Figuren angucken, die da bei Harry Potter gespielt haben. Und es gab ja auch ein paar, die waren noch ein bisschen berühmter. Und die laufen auch nicht mit einem Molotow-Cocktail durch die Gegend. Okay, aber warte. Also der war 2011 dann in Haft und dann konnte der Harry Potter nicht mehr spielen, oder was? Ja, aber die Produktionsfirma wollte den dann auch nicht mehr so gerne als Schauspieler haben, Ja. weil er natürlich dann kein Vorbild mehr sein kann. Und dann wurde der einfach rausgestrichen. Aber Draco hatte doch immer noch 2 Freunde am Ende. Ja, das war dann auch ein neuer Schauspieler, aber der hat dann nicht diesen Vincent Crabbe gespielt, sondern der war eine ganz neue Figur sozusagen. Da würde ich mich so ärgern als Produzenten vom Film, dass die sich nicht benehmen können halt in ihrer Freizeit. Ja. Ich würde mich aber auch ärgern, wenn ich Vincent Crabbe also der Schauspieler gewesen wäre. Weil da kamen ja noch einige Filme. Ja, sonst wäre er heute ganz groß, so wie die restlichen Harry Potter SchauspielerInnen. Ich meinte jetzt wegen des Geldes, aber gut. Wenn du Erbin einer Luxusmarke wärst, wie würdest du dann zur Arbeit kommen? Nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sondern? Vielleicht einem Chauffeur oder einer Chauffeurin? Ja. Chauffeuse, whatever. Manche heben nicht so ab, sondern gehen weiterhin zu Fuß zur Arbeit. Und das hätte Maurizio Gucci aber besser nicht getan, denn das wurde ihm zum Verhängnis. Maurizio Gucci ist der Erbe von Dolce & Gabbana. Hä? Das stimmt doch gar nicht. Fuchs!
sag ich, der Erbe von Gucci. Am Morgen des 27. März 1995 geht Maurizio Gucci zu Fuß zur Arbeit und hat eine Zeitung unter den Arm geklemmt. Er geht ins Gebäude, vorbei an dem Concierge und merkt aber nicht, dass er währenddessen schon verfolgt wird von einem Mann. Und plötzlich fallen Schüsse. 4 davon treffen Maurizio und er stirbt noch am Tatort. Es gibt viele Überlegungen, was hinter diesem Mord steckt. Ob es die Mafia war, dunkle Kapitalgeschäfte oder eine Erpressung. Aber am Ende kommen die ErmittlerInnen dem Täter nicht wirklich auf die Spur. Also wer Maurizio Gucci umgebracht hat, bleibt ein großes Mysterium. Bis 2 Jahre später plötzlich ein Tipp bei der Polizei eingeht. Und dieser Tipp weist auf Mittelsleute und die führen dann zu Mauritius Ex-Frau. Hier siehst du ein Bild von den beiden aus glücklichen Jahren. Passen gut zusammen. Maurizio ist angeblich gleich hin und weg, als er Patricia Ende der 60er Jahre kennenlernt. Andersrum soll das nicht ganz so gewesen sein. Sie soll über ihn gesagt haben, dass er die Augen eines gekochten Fischs hätte. Weiß ich jetzt nicht. Ich finde die relativ normal, die Augen. Finde ich auch. Könnte ich jetzt nicht sagen, welcher Fisch solche Augen hat. Über mich haben sie früher immer gesagt, ich hätte Kuhglubscher. Nö, sehe ich auch nicht. Nee? Gut, danke. Aber irgendwie scheint sie dann doch seinem Charme zu erliegen. Vielleicht lag es am Geld. Die beiden heiraten 1973 und bekommen 2 Kinder. Und Maurizio übernimmt dann die Leitung des Labels für 10 Jahre und danach verkauft er es und widmet sich dann anderen Projekten. Zu dieser Zeit bröckelt aber die Ehe zwischen Patricia und Maurizio schon. Und die beiden trennen sich 1993, aber auch erst, nachdem er sehr lange darum betteln musste. Also sie wollte sich nicht scheiden lassen. Was meinst du, wie viel Unterhaltszahlung die Patricia dann so bekommen hat? Ich kenne den Fall, deswegen glaube ich, es sind so sie wollte irgendwie 1 Million oder so pro Jahr haben oder sowas, ne? Also sie soll umgerechnet 1,5 Millionen Euro Abfindung bekommen haben und dann 500.000 Euro Unterhaltszahlung im Jahr. Dann sehe ich jetzt aber nicht unbedingt den Grund, dass sie die Hauptverdächtige ist oder so, weil sie hat ja jetzt viel Geld. Vielleicht war sie ja sauer. Sie hat nämlich über diese 500.000 Unterhaltszahlung im Jahr gesagt, das wäre für eine Frau ihres Kalibers ein Hungerlohn. Ja. Okay, wow. Was hat sie denn davor gemacht? Sie war It-Girl. Ja gut, als It-Girl brauchst du dann 500.000, oder? Damit man dann auch jeden Tag feiern kann. Durch das Abhören von Telefonaten von diesen Mittelsleuten kommt heraus, dass Patricia offenbar einen Killer beauftragt haben soll, um ihren Ex-Mann umzulegen. Die Polizei nimmt sie dann um 5 Uhr morgens in ihrem Luxushaus fest. Wenn dich jemand ganz früh morgens aus dem Bett klingelt und dich verhaften möchte, Ja. was nimmst du dann noch mit? Mein Kulturbeutel? Zum Beispiel? Patricia fand es wichtiger, sich noch schnell ihren Pelzmantel umzuhängen. Ach so, ja, der ist wichtig. Man muss halt immer angezogen aussehen. Patricia wird zu 29 Jahren Haft verurteilt, von denen sie am Ende dann 18 Jahre absitzen muss. Das hier ist ein Foto von Patricia vor Gericht. Sieht irgendwie gar nicht so pelzmantelmäßig aus. Nee. Sieht eher so aus, als wäre sie so eine Rockerbraut. Aber warum hat sie Maurizio denn jetzt eigentlich umgebracht? Eine Freundin sagte vor Gericht aus, dass Patricia es nicht ertragen konnte, dass er sie verlassen hatte. Und sie fürchtete auch ein bisschen um das Erbe ihrer Töchter, weil Maurizio gerade eine neue Freundin kennengelernt hatte, die er offenbar heiraten wollte. Aber diese 500.000 hätte sie ja immerhin noch weiterbekommen. Weil irgendwann muss das ja auch mal aufhören, diese Gier nach Geld. Bei einer 500.000 jährlich, wo du nicht mal arbeiten musst. Und das von Frau Wohlers gesprochen. Als nächstes geht es um jemanden, den nicht seine Bekanntheit straffällig gemacht hat, wie bei vermeintlich diesem Harry Potter-Typen, sondern den seine Straffälligkeit bekannt gemacht hat. Weißt du schon, um wen es geht? Ja, diesen hübschen Gefängnistypen mit der Träne hier. Genau, es geht um Jeremy Meeks. Der hat mittlerweile mehr als 1,6 Millionen Follower auf Instagram. Der dreht Filme, der läuft auf Fashion-Shows und ist auf roten Teppichen unterwegs. Seine Geschichte beginnt bei einer Razzia 2014 in Kalifornien. Und zwar sucht die Polizei bei der Northside Gangster Cripes Gang Wow. nach illegalen Waffen und Drogen. Es wird nämlich vermutet, dass diese Gang hinter mehreren Raubüberfällen und Einbrüchen steckt. Und bei dieser Razzia werden 3 Gangmitglieder festgenommen, unter anderem auch Jeremy. Und bei der Polizei gibt es das übliche Prozedere. Es wird also auch ein Foto gemacht. Und weil die Polizei ihre Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen
vorantreiben will, posten sie auch bei Facebook über diesen Zugriff. Und dabei veröffentlichen sie auch die Fotos der 3 Gangmitglieder und schreiben dazu, wem jetzt zu danken ist, dass die 3 Verbrecher hinter Gittern sind. Doch die Facebook-NutzerInnen, die interessieren sich irgendwie viel mehr für Jeremys Aussehen. Ist ja auch eigentlich voll fies, dass man so sagt, guckt mal, die haben wir hinter Gittern gebracht, hier die Namen von denen, die das getan haben. Was die USA immer hat mit Persönlichkeitsrechten, ne? Gar nichts haben die damit am Hut. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Das würde nicht passieren in Deutschland, dass sie da die Fotos hochladen. Guck mal, wen wir gefasst haben, wie toll wir sind. Und dieser Mugshot hier, der hat dann innerhalb von 24 Stunden mehr als 15.000 Likes und 3.700 Kommentare. Aber nicht, weil sie den Verbrecher verhaftet haben. Das finde ich super witzig. Da gibt es dann so Kommentare wie "So sexy, I love you" oder "This guy is hot". Wie schätzt du jetzt dieses Bild ein? Oder wie das Aussehen des Mannes? Also, naja. Also würdest du mich jetzt fragen, ist das ein Model oder ein Verbrecher, würde ich sagen, beides könnte sein. Ja. Ich finde, der sieht aus wie aus einer Armani-Werbung entsprungen oder so. Natürlich, die Tattoos sind so ein bisschen, aber dieses Gesicht und diese Augen, das sieht aus, finde ich, echt wie so ein geborenes Model. Geborenes Model. Überall heißt Jeremy plötzlich der sexy Knacki beziehungsweise Hot Felon. BuzzFeed macht aus seinem Mugshot ein Meme und bei Twitter gibt es dann schon bald den Hashtag Felon Crush Friday. Und ja, er wird über Nacht berühmt und trotzdem muss er natürlich seine Strafe wegen illegalen Waffenbesitzes noch absitzen und er muss auch einen Drogenentzug machen. Aber nach 13 Monaten, im März 2016, kommt er raus und kann seine neue Karriere starten. Ein Modelvertrag wartet auch schon auf ihn und the rest is history. Jeremy hat inzwischen ein geschätztes Vermögen zwischen 8 und 10 Millionen US-Dollar und ist mit der Topshop-Erbin Chloe Queen verheiratet. Und das finde ich nämlich so ein bisschen schade an der Geschichte. Der war nämlich noch ganz lange mit seiner Frau zusammen, die ja auch in dieser Haftzeit bei ihm geblieben ist, mit der er ja, glaube ich, auch Kinder hat. Ja. Und ja, dann hat er sie abserviert. Und welches Luxuslabel schreibt sich jetzt auf die Fahne, Resozialisierung zu fördern? Ja, offenbar ja viele. Also der Typ hat sich doch auch danach gedacht, Jackpot. Ja, also nur wegen so einem Mugshot ist er jetzt Millionär. Der kann froh sein, dass die den Hops genommen haben. Natürlich. Das ist schon absurd, wie so Wege dann gehen. Ja. Falls ihr einen Fall habt, den wir in Zukunft mal besprechen sollen, dann schreibt uns den mal in die Kommentare. Noch mehr True Crime könnt ihr bei unseren KollegInnen von Der Fall sehen. Hier kommt ihr zu einem der Videos.